Hallo Leute, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ich mir diese Garderobe gebaut habe. Das ist jetzt quasi eine Garderobe für 6 Personen und zusätzlich habe ich unten noch solche Schlaufen angebracht. Da könnten wir jetzt zum Beispiel einen Regenschirm reintun oder einen Schal, Handschuhe. Viel Spaß beim Zusehen. So, jetzt habe ich mir das soweit zusammengestellt und der Hintergrund wird quasi eine Ahornplatte, das ist eine Spanplatte mit Ahorndekor. Die will ich dann in einer Länge von 70 cm machen und die Breite oder respektive Höhe wären dann 30 cm. Und als Umrandung habe ich mir solche Leisten geholt und auch auf der oberen Leiste, das wird eine Ahornleiste, die ist heller. Und seitlich sind eben diese Leisten, das ist Nussbaum. Und dann an der Unterkante will ich noch ein Stückchen von dieser Rüster, die ich schon mal verwendet habe. Da habe ich mir einen Unterschrank für die Hobelbank gebaut. Das Video kann ich euch oben rechts verlinken. Und da will ich das quasi auf diese Ahorn-Spanplatte aufdoppeln, damit ich genügend Stabilität habe, um diese 18 mm Runddübel durch dieses Holz zu bohren und dann auch Stabilität zu haben, dass wenn man jetzt da mehrere Jacken aufhängt auf diese Garderobe, dass da auch Stabilität vorhanden ist. Diese Rundstäbe haben jetzt eine Länge von 12,5 cm und sind eben wie vorhin gesagt 18 mm stark. Und damit ich unten einen Abschluss habe, falls man da von unten drauf schaut, was man wahrscheinlich dann sehen würde, habe ich mir noch gedacht, ich mache noch so eine Abschlussleiste drauf. Das sind glaube ich so 12 mm stark ist die Leiste und das sind jetzt im Endeffekt 6 von diesen Runddübel, die als Kleiderhaken funktionieren. Und dann am Anfang und am Ende und jeweils dazwischen will ich dann solche Bänder machen. Das sind jetzt Textilbänder. Da will ich quasi so eine Schlaufe machen. Und da kann man dann einen Schal durchstecken oder Handschuhe oder was auch immer. Und dieses Textilband habe ich dann so auf eine Länge von 35 cm geschnitten. Und die werde ich wahrscheinlich mit einem Runddübel dann befestigen, diese Schlaufen. Und dann noch so einen Echtholzknopf wahrscheinlich machen. Und anfangen würde ich jetzt erstmal mit der Spanplatte, dass ich dieses Ahorndekor erstmal auf Maß formatiere. So, jetzt habe ich schon mal die Längsseite geschnitten. Und da habe ich jetzt auf der Oberseite schon mal keine Ablatzungen, das ist schon mal sehr gut. Das Ganze habe ich jetzt vorgeritzt, 1 mm. Auf der Unterseite ist es etwas gröber. Das heißt, ich werde schon alles auf derselben Seite schneiden, damit ich eine Fläche habe, wo alle Seiten außenrum sauber sind. So, jetzt habe ich mal von beiden Seiten hier so ein Kreppband aufgeklebt auf die kurze Seite, um zu schauen, ob ich jetzt dann mit dem Vorritzen auch auf der Unterseite eine ausrissfreie Kante bekomme. So, dann kann ich mal dieses Kreppband entfernen. Also die Oberseite schaut sehr gut aus. Da habe ich jetzt den Streifen nicht komplett über die Länge aufgeklebt, aber ich denke, damit man einen Unterschied sieht, müsste das auf jeden Fall reichen.
Also ich muss sagen, viel Unterschied sieht man da jetzt nicht, ob ich jetzt hier auf der Unterseite so ein Kreppband draufklebe oder nicht, da ich bei der Längsseite keines verwendet habe. Und ich muss sagen, das schaut fast identisch aus, also mit Kreppband und ohne schaut identisch aus. Das kann man sich wahrscheinlich sparen. Nachdem ich mir jetzt dieses Ahornbrett formatiert habe, will ich jetzt die beiden Leisten. In die eine kommen dann ja diese Runddübel rein. Die will ich jetzt beide exakt auf das gleiche Maß haben, deswegen habe ich die beide übereinander gelegt. Und dann kann ich die auf einmal schneiden, dann bin ich mir sicher, dass die beide die exakt gleiche Länge haben. Jetzt bin ich wieder ein Stückchen weiter gekommen. Jetzt habe ich mir das nochmal so hingelegt, quasi die auf Maß geschnittene Ahornplatte. Dann außenrum habe ich jetzt die ganzen Zierleisten auf Gärung geschnitten und schon mal fixiert mit so einem Klebeband. Und was jetzt als nächstes kommt, wäre, dass ich mir jetzt hier an diesen Längsseiten von den Brettern hier will ich quasi einmal auf diesem Brett mir hier eine 45 Grad Phase anfräsen. Und diese untere Abschlussleiste, da will ich quasi an der Oberseite eine Abrundung anfräsen. So, und somit habe ich jetzt hier vorne die Sichtkante, da das Brett ja quasi so positioniert ist. Und oben drüber sind dann diese Kleiderhaken. Und als nächstes werde ich jetzt quasi hier an dieser Kante mit diesem 45 Grad Fasefräser die Phase anfräsen. Somit habe ich jetzt hier diese 45 Grad Phase und die ist schon auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Brettstärke, und verbaut wird das Ganze ja dann quasi so, dass ich ja jetzt hier die Rundung habe und dann nach unten zu der Spanplatte ist dann diese Phase. Jetzt werde ich erstmal diese 3 Lamellos fräsen. Jetzt habe ich mir von der Rückseite Positionen markiert, in denen ich dann solche 8 mm Runddübel einsetzen will. Ich hoffe mal, dass das von der Stabilität her reicht. Das werde ich aber wahrscheinlich früher oder später dann merken. So, jetzt habe ich die ganzen Löcher gebohrt und nochmal mit dem Staubsauger die Bohrungen alle gesäubert, dass das passt. Und jetzt kann ich eigentlich schon die ganzen Dübel einsetzen.
Jetzt habe ich alle Runddübel eingesetzt. Jetzt habe ich das Ganze verleimt und jetzt muss ich erstmal kurz warten, bis der ganze Leim abgebunden hat. Jetzt hat der Leim abgebunden und jetzt kann ich dann mit dieser Bündigsäge jetzt die ganzen überstehenden Dübel quasi bündig absägen und dann vielleicht noch verschleifen. Und als nächstes werde ich jetzt quasi hier in diese Brettseite diese Löcher bohren, damit ich hier diese Runddübel einsetzen kann, die dann als Leiterstange fungieren. Jetzt habe ich mir den Bohrständer aufgebaut und das Ganze ist ja so, dass ich diese Runddübel nicht senkrecht hier einlassen will in dieses Brett, sondern das soll leicht so geneigt sein. Und da habe ich mir deswegen jetzt hier zwei so Anschlagbacken festgeschraubt und ein circa, ich denke mal so 8 mm starkes Sperrholz. Und dadurch kann ich dann dieses Brett leicht neigen. Und das habe ich vorhin schon mal gemessen mit der Bevelbox. Das entspricht dann einen Winkel von 5,5 oder 5,7 Grad, was quasi dann diese Rundstäbe Richtung Platte geneigt sind. Und die werde ich jetzt alle mal der Reihe nach durchbohren. So, jetzt habe ich das Ganze soweit gebohrt. Von der Vorderseite. Auf der Rückseite bin ich jetzt einmal durchgekommen. Das war jetzt hier. Das ist jetzt nicht so schön, aber das ist die Rückseite. Und dann habe ich mich entschlossen, nicht so tief zu bohren. Da sieht man jetzt hier den kleinen Austritt von der Zentrierspitze. Jetzt will ich quasi von der Seite nochmal das bohren, um zu versuchen, dass das dann sauberer ist als diese Bohrung zum Beispiel. Jetzt habe ich diese ganzen Runddübel nochmal etwas in dem Durchmesser reduziert, damit ich die auch reinbekomme in diese 18er Bohrungen, da diese Runddübel etwas größer sind, die haben ungefähr 18,3. Damit man das Risiko nicht hat, wenn man jetzt diese Dübel einsetzt, dass dieses Holz reißt. Man kann dann quasi diese Dübel einsetzen, ohne dass man die Gefahr hat, dass diese Spanplatte an der Unterseite beim Eintreiben von diesen Holzdübeln ausreißt. Nachdem ich jetzt hier diese ganzen Runddübel verleimt habe mit dieser Platte, fehlen jetzt im Endeffekt noch diese Echtholzleisten.
die ich da jetzt seitlich noch anbringen muss. Und jetzt muss ich quasi nur noch dieses rechteckige Holz quasi bündig schleifen, damit es ebenso rund ist wie diese Runddübel unten. So, jetzt habe ich diese Abschlusskappen, mit denen ich diese Schlaufen befestigen will, grob mit der Japansäge zugeschnitten. Und dann nehme ich dann da hinten den Bandschleifer und schleife das dann quasi bündig mit dem Rundholz. So, und so schaut es dann quasi aus. Das sind jetzt quasi lauter solche Abschlüsse in Rund mit diesem Dekoholz obendrauf in Zebrano. Und als Oberflächenbehandlung habe ich mich jetzt dafür entschlossen, wieder so einen Shellac zu verwenden, da der relativ schnell ablüftet und ich dann somit weiterarbeiten kann. Das Einzige, was ich anders behandle, sind jetzt hier diese Holzknöpfe. Die will ich mit so einer Holzbutter behandeln. Die Schlaufen habe ich jetzt soweit montiert. Die habe ich jetzt quasi einfach per Hand reingeschraubt. Was jetzt als nächstes noch wäre, das wäre quasi die Befestigung der ganzen Garderobe. Das wird jetzt einmal oben mit 2 Schrauben befestigt und einmal unten in dieser Holzleiste. Da habe ich jetzt verschiedene lange Holzschrauben und da will ich dann als Verschluss, damit man das nicht sieht, die Schrauben, unten einmal so kleine Buchedübel einsetzen. Und oben sind es dann 16 mm. Jetzt habe ich noch abschließend diese Eckleisten verleimt. Jetzt hat der Leim soweit abgebunden von diesen Leisten, die ich da außenrum angeleimt habe. Und jetzt könnte ich es eigentlich fast schon montieren, diese kleine Wandgarderobe. Hier habe ich nochmal diese Stoppen aus Echtholz, mit denen ich dann später, wenn ich das montiert habe, diese Löcher verschließe. Verleimen werde ich das nicht, weil falls man das wieder mal wegmachen will, dann bekommt man diese Holzstoppen leichter wieder gezogen. Und dann werde ich es jetzt eigentlich mal da, wo ich das verwenden will, in der Wohnung mal montieren. Und dann kann ich ja später mal ein paar Bilder einblenden.